So Freunde, heute ist es soweit. Ich wollte es eigentlich nie machen, aber hier ist es. Ein Video über starke Düfte, über Düfte mit ordentlich Power. Power! Mit Performance, mit PS unter der Haube, die so richtig rausdrücken, Alter. Damit der ganze U-Bahn-Waggon, wenn ihr reinkommt, direkt erstmal Knockout ist. Und ich sag euch, macht's bitte nicht. Knallt nicht so viel von dem Zeug drauf. Ich zeige euch jetzt trotzdem, welche Düfte ordentlich Dampf haben und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's blendend und wie gesagt, wir gucken uns jetzt heute mal so ein bisschen die dicken Dinger an. Ein guter Duft und eine fette Performance haben nichts miteinander zu tun. Meine Meinung, es gibt natürlich tolle Düfte, die trotz allem eine krasse Performance haben und um die soll es heute gehen. Aber bitte, ich meine, ihr könnt das alles selber entscheiden. Das ist ja eure Sache, ne? Ich will da keinem ins Gewissen reden. Aber ich fahre oft U-Bahn. Und wenn dann da irgendjemand sitzt, ja, und der riecht über 5 Reihen, weiß ich nicht. Also ihr müsst selbst wissen. Ich sage Benutzung nicht nur auf eigene Gefahr, sondern echt guckt auch auf eure Umwelt. Haut euch von diesen Dingern bitte nicht so viel drauf. Wenn er es macht, hoffe ich, dass wir uns nicht begegnen. Egal, wir starten rein und ich würde sagen, der erste ist direkt einer der krassesten, ist ein Banger, ist ein super Teil, ist einfach der Bergamasque von Orto Parisi. Ja, ich weiß, ich habe immer ganz viele Orto Parisis, aber das liegt auch daran, dass ich die Düfte schön finde und bei dem hier ist einfach da ist alles, sowohl Haltbarkeit als auch Sillage einfach nicht von dieser Welt. Kannst du wirklich irgendwie dir drauf sprühen, dann fliegst du irgendwie zum Mond und wenn du nach irgendwie 12 Monaten zurückkommst, ist das Ding immer noch da. Und das für, in Anführungsstrichen, Sommerduft ist eine perverse Idee. Also was ist denn das eigentlich? Das ist ja so ein Bergamot-Duft, klar, mit einer Moschusbasis und dazwischen ein bisschen Dreck und Schweiß und das übliche Orto Parisi halt. Und das Ganze echt auf Anschlag gedreht. Also das muss man mögen, das muss man aushalten können. Ich trage da immer ganz wenig von, weil ich werde brain dead, weil dieses Zeug einfach auf der Haut klebt wie nichts Gutes. Ein Duft, der auch eine ähnlich krasse Performance hat, nicht ganz so doll, aber auch schon wild, ist der Ganymed. Wie alle Quentin Bisch Düfte ist hier natürlich auch so ein bisschen am Chemieregler gedreht worden. Und der Ganymed ist für mich einfach, das ist so die Ur-DNA. Es gibt ja den Supernova von Gritti und es gibt jetzt, glaube ich, auch einen von Panadora, der auch tatsächlich exakt wie der Ganymed riecht. Und für mich ist das einfach eine DNA, die einfach nicht alt wird. Ja, also das ist irgendwie, ich glaube, Ganymed ist sogar ein Jupitermond, also hat auch irgendwie so einen Space-Bezug. Korrigiert mich, wenn ich jetzt hier Bullshit laber. Aber diese medizinische, überdrehte Safrannote, ich hab's wieder im Mund, ich hab's wieder geschafft. Ich sprühe es mir immer in den Mund, Alter, wirklich. Das ist, ich lebe mittlerweile vom Parfum. Ich brauche gar nichts mehr trinken, weil ich immer das Parfum ins Maul reinsprühe, ey. Osmanthus und dann diese synthetische Ledrigkeit. Das haben viele Düfte versucht zu kopieren. In dieser Radikalität macht's nur der. Muss man mögen. Zieht auf jeden Fall durch, also wenn ihr einen starken Duft sucht, zieht den gerne an. Ich trage den auch ehrlich gesagt ganz gerne beim Zahnarzt, weil wenn ihr da im Wartezimmer riecht, bemerkt euch keiner, weil ihr riecht schon wie die Praxis. Der hat halt so eine leichte Hansaplastnote im Opening, finde ich aber total geil. Macht genau diesen synthetischen Charakter aus, plus eine dolle Performance. Absoluter Ganzjahresduft, außer vielleicht an den ganz heißen Tagen, aber da wollen wir ja sowieso nicht so arg performative Düfte tragen, nicht wahr? So. Die nächsten, die meisten davon habt ihr schon mal in anderen Videos gesehen. Aber was soll ich auch machen? Ist halt meine Sammlung so. Ich sitze hier nicht in der Parfümerie, sondern in meiner eigenen Scheißbude. Und da muss man halt gucken, was da ist. Dann gibt es hier den Woody Leather von Clive Christian. Ja, das ist nicht nur ein sehr, sehr schöner Lederduft. Ihr seht da oben schon, habe ich ordentlich getragen. Sondern es ist auch ein sehr performanter Lederduft. Ne? Also auch hier haben wir ganz wenig Zutaten, was diesen Duft meiner Meinung nach eben so elegant und toll macht. Also wir haben Leder, Oud, Tabak, Safran, Mandarine und ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist alles, was da drin ist. Und das Teil, ich finde ihn nicht mal oldschoolig. Es ist irgendwie, riecht der teuer und der gibt einem natürlich so diese schottischen Landhaus-Vibes, ist ja klar. Aber trotzdem irgendwie nicht in so einer Großväterlichkeit. Ist ein ganz cooler, ein modern oldschooliger Lederduft, wenn es sowas gibt. Und natürlich mit einer irren Performance. Also der ist wirklich aufgedreht, wenn man den drauf hat, den riecht man auch echt den ganzen Tag. Wenn ihr jetzt unbedingt irgendwo seid, wo viele Leute um euch rum sind und die mögen vielleicht auch Lederdüfte nicht unbedingt so, seid wirklich vorsichtig mit dem Teil. Wenn ihr bei euch zu Hause in der Bude sitzt, ja, und keine Ahnung, Schnitzel klopft oder was weiß ich nicht was, im Müsli rührt, dann könnt ihr natürlich so viel von dem Zeug da drauf ballern, wie ihr wollt, weil dann seid ihr ja alleine. Aber hier muss man wirklich ein bisschen Auge drauf haben. Ist ein starkes Ding. Aber gut, dafür ist er ja auch in dieser Liste. Machen wir uns nichts vor.
Den nächsten habt ihr auch schon mal gesehen, klar, das ist der Oud for Greatness, da wird ja immer gestritten, ja, hier die Reformulierung bei Initio, die sparen jetzt plötzlich ein, hat jetzt nicht mehr 77%, sondern was hat er? 80, Herrgott, 3% weniger Parfümöl, na, da geht ja die gesamte Performance flöten. Sehe ich nicht so. Ist ein geiler Rose-Oud-Duft mit so einem fetten Muskat-Opening, finde ich super gut als Duft und natürlich auch einer, der ordentlich reinschallert, also probiert es mal aus, wenn ihr einen Duft mit sehr starker Performance, Haltbarkeit und allem drum und dran sucht, ist es euer Ding. Wenn nicht, probiert ihn trotzdem aus, weil der Duft ist gut. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Trotzdem guter Duft. Der andere, der mich manchmal einfach nervt, ist der Monkey Special. Der ist auch wahnsinnig toll. Ich mag dieses ledrig-fruchtige, süße, mit dieser Passionsfrucht, diese Rosi da drin ist, die Rumnote. Alles ist schön, wenn er nur nicht so super stark wäre. Also wirklich, das ist so ein Ding, manchmal kommt man in die Wohnung zurück und die Bude riecht noch nach dem Zeug. Obwohl man gerade eine Dreiviertelstunde gar nicht da war, weil man beim scheiß Edeka an der Checkout-Kasse wieder irgendjemand zu Hilfe rufen musste, weil sich das Teil beim Einbuchen von irgendeinem blöden Schrottartikel wieder komplett aufgehängt hat. Kommt man zurück, Monkey Special ist schon da. Abgefahren. So, noch so ein Ding, der einem schnell zu viel wird, auch wieder ein Safran-Lederduft, ist der Falcon Leather. Finde ich einen ganz, ganz tollen Duft, weil ich mag auch die Marke, habe ich euch schon mal erzählt. Ne? Viele natürliche Zutaten und. Ne? Wird alles irgendwie zumindest zur Hälfte irgendwie selbst da angebaut. Aurélien Guichard ist der Parfümeur und auch der Mann hinter dieser Marke. Und der Falcon Leather soll nach dem Falkner-Handschuh riechen, denn ihr kennt ja, die Falken haben ja so Krallen, das ist blöd, wenn die sich so auf die Haut setzen, deswegen zieht man so einen Falkner-Handschuh an. Ne? Und so soll das Ding riechen. Performance auch to the moon and back, müsst ihr wissen. Nächstes Ding ist der Grand Soir von MFK. Finde ich einen wahnsinnig schönen Duft, total elegant, Amber, ambriert, Vanille, Tonkabohne, bisschen Lavendel, herrlich, aber performance-technisch auch eine Zumutung. Also ein wunderschöner, edler Duft für kalte Winterabende, für den Weihnachtsmarkt, vielleicht auch für die Oper. Aber wie gesagt, dann wirklich benetzt euch damit, badet da nicht drin, ist einfach blöd. Der nächste Duft ist von Père Noir, den habe ich auch schon zigmal gezeigt. Das ist dieser Mazar. Hier vorne seht ihr das, steht das drauf und hinten ist dann da diese Libelle. Und wie jedes Mal habe ich natürlich vergessen, welches Elixier das ist. Ist wahrscheinlich auch wieder, keine Ahnung, Elixier der Überpower, alles super geil. Ist ein wunderschöner, auch eigentlich Amberduft mit Tabak, mit einer leichten Yuzu-Spritzigkeit, mit so ledrigen Akkorden. Ja, ich habe auch nichts, womit ich das so richtig vergleichen kann. Bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Duft, wo ich sage, der riecht so. Weil dieses leicht, ja, animalische, was ihm nachgesagt wird, vielleicht ist das diese Honignote. Wenn man ganz ehrlich ist, ja auch Honig, kommt ja auch vom Tier, ist ja auch was Animalisches. Es ist einfach ein süßer, ambrierter Tabakduft mit so ein bisschen Nischen-Edge und diesem Yuzu-Opening. Mega geil. So, und dann habe ich mir zum Schluss noch 2 Düfte aufgehoben. Ja, was soll ich dazu sagen? Die machen eigentlich gar keinen Sinn, sie jetzt groß zu zeigen, weil das ist halt wieder so den einen, den muss man dann irgendwie im Zug kaufen, den gibt es natürlich nicht, aber ich muss ihn zeigen, weil einfach sillage-technisch geht es nicht ohne. Und es ist der Quirtus, also dieser Lederduft hier von Arèche Le Doré aus dieser, oh, wie hießen die denn nochmal? Die hatten auch irgend so ein Collection hier. Und das ist so ein Bibergeil-Duft, wo wirklich alles vom Biber drin ist. Bibergeil, Biberschwanzöl, Wacholderbeere, glaube ich, irgendwie sowas. Also ein ganz großes Potpourri an animalischen Sachen, die da drin sind. Am Ende ist es, finde ich, vor allen Dingen so ein sehr balsamischer, medizinischer Lederduft. Ist eher ein Duft als ein Parfum. Und wirklich, wenn ihr davon, also das Zeug ist vielleicht von allen, die hier auf dieser Liste stehen, mit der stärkste. Allein diese Farbe, ich meine, ich glaube, das ist auch nicht gefärbt. Ne? Das Zeug sieht halt so aus. Also ich weiß nicht mal, ob das gesund ist, wenn man ehrlich ist. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz abgefahrenes Ding. Schöner Vanilleduft mit balsamisch-animalischen Noten, recht medizinisch, gerade im Opening. Super toll. Muss man aber irgendwie dann immer im Zug gucken und so, weil es natürlich alles ausverkauft. Übrigens, an dieser Stelle machen wir mal ganz kurz einen Break, weil ich habe mir letztens überlegt, ich weiß nur nicht, wie das ankommt. Ich bin da ganz vorsichtig, ihr könnt mir das bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich wollte mal so ein Video darüber machen, was mich an der Nische gerade annervt. Und da geht es vor allen Dingen um die, in Anführungsstrichen, kleinen Nischenmarken. Weil es gibt da natürlich welche, die extrem viel Arbeit in ihre Düfte stecken, aber die gibt es dann nie. Und diese künstliche Verknappung und dafür zu sorgen, dass ein Duft eigentlich am Ende nur noch deswegen Hype hat, weil man den nicht mehr bekommt,
Das finde ich irgendwie bescheuert, weil das bringt doch nichts. Da macht man einen Duft, alle wollen haben und dann gehst du auf die Internetseite und wirklich jeder verfickte Scheißduft ist sold out. Da denke ich mir direkt, wollt ihr mich verarschen? Und da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen, können wir ja mal diskutieren. Ist das ein gangbares Modell, diese künstliche Verknappung, um irgendeinen Hype zu erzeugen, oder ist das Blödsinn? Sagt es mir, schreibt es mir mal jetzt schon in die Kommentare, was ihr denkt, ob wir da ein Video drüber machen sollen, was eure Meinung ist, würde mich freuen. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht hier auf dem guten Arèche Le Doré rumhacken, ist ein super Duft, aber wie gesagt, der ist halt so limitiert verfügbar. Der macht, glaube ich, immer nur so ein Batch und dann ist es halt weg und dann muss man halt gucken, dass man eins kriegt, sonst muss man dem halt für teuer Geld hinterherlaufen. Und der nächste Duft, den ich hier noch habe, ist ein Prin-Duft von Assmann heißen die, glaube ich. Ist echt peinlich, dass ich das jetzt gerade nicht weiß. Assmann, ja. Und das ist der Mahnoun und das ist ein Kaffee-Oud-Granatapfelduft. Ja, da ist auch noch Gewürznelke und so anderes Zeug drin. Und natürlich, wie bei allen Kaffeedüften, kommt hier auch der Kaffee so ein bisschen zu kurz. Also ja, der kommt so leicht angeröstet daher, aber hauptsächlich ist das wirklich so ein Granatapfel-Sirup-Oud-Duft. Unfassbar tief, unfassbar intensiv. Und auch da ist wirklich ein kleiner Sprüher eigentlich genug, sodass du das Ding für Tage riechst. Also deswegen habe ich die letzten euch einfach mal gezeigt, mal mitgebracht, um mal so zu zeigen, wie man das extrem nochmal aufdrehen kann. Aber ich sag mal, ich glaube, der Großteil von euch und auch der Rest der Welt um euch herum, dem reicht es völlig aus, wenn ihr so diese anderen 8, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen normaleren Nischendüfte erstmal ausprobiert. Und da sind ja, wie gesagt, auch wilde Brecher bei mit einer tollen Performance, die super tolle Duftprofile haben. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wie gesagt, sowohl für den Assmann gilt das, als auch für den Arèche Le Doré. Das sind tolle Düfte, aber sind es auch tolle Parfums? Ist das was, wonach man wirklich immer riechen möchte? I don't know. Die sind sehr, sehr schwer, die sind sehr, sehr performant und das hat natürlich auch immer, ey, hier ist schon wieder, ich weiß nicht, was hier los ist, Notruf Hafenkante oder was, in einer Tour Blaulicht, ich werde komplett irre. Das sind auf jeden Fall Sachen, wo ich sage, das ist eher so ein bisschen Duftkunst, auch wenn ich das Wort nicht mag, als jetzt wirklich Parfüm. Ne? Also klar, natürlich ein Parfüm kann man ja aufsprühen, aber tragbar, weiß ich nicht. Auch da, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, welche Düfte ihr besonders gerne tragt, was so eure Favoriten sind, wenn es um Sillage geht, was ihr überhaupt über das Thema Performance denkt. Interessiert euch sowas? Ist euch das bei dem Kauf eines Dufts wichtig oder sagt ihr, nee, ist mir egal, Hauptsache das Ding riecht gut? Würde mich einfach interessieren. Schreibt es mal rein. Dann gucken wir uns das beim nächsten Mal an. Ansonsten Lob, Kritik, Anregung auch immer mit in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video liked, den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, das Video teilt. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns einfach im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss.